Ich erzähle euch jetzt etwas über die Vulva, also über die äußeren weiblichen Geschlechtsorgane. Das hier sind die inneren weiblichen Geschlechtsorgane und die äußeren weiblichen Geschlechtsorgane, das ist das, was ich eben von außen sehen kann. Also Menschen, die selbst eine Vulva haben, die können sich das von außen anschauen, entweder weil sie sich super gut verbiegen können oder weil sie einen Spiegel haben. Und wenn sie die Beine auseinander machen und den Spiegel nehmen, dann können sie sich das eben anschauen. Vulven sehen per se alle ein Stückchen unterschiedlich aus, aber sie haben so ein paar Gemeinsamkeiten und darüber erzähle ich euch nachher was. Menschen, die keine Vulva haben, die können die sich eben woanders anschauen. Genau, ich habe euch mal eine Stoffvulva mitgebracht, damit ihr euch das jetzt anschauen könnt. Ich nenne das Ganze Vulva, beziehungsweise Vulva ist eben der Begriff, der genutzt wird, um das, was man von außen sehen kann, zu beschreiben. Andere sagen da Muschi zu, Mumu, Möse, Scheide oder Vagina. Scheide oder Vagina ist so ein bisschen fraglich, denn Scheide und Vagina ist eigentlich der Begriff für dieses Stück. Ja, also für dieses Stück Muskelschlauch, das wir innen liegend haben. Und das ist offiziell die Scheide oder Vagina. Trotzdem sagen manche Menschen das hier außen zu. Das ist Quatsch. Also sucht euch gerne ein Wort, mit dem ihr gut klarkommt, das ihr schön findet. Ich nehme Vulva. Andere Worte sind auch schön. Ja, so. Muschi und so. Ne? Genau. Also, was haben wir da dran? Wir haben hier außen die äußeren Schamlippen und hier innen die inneren Schamlippen. Und jetzt muss ich vielleicht noch zur Erklärung sagen, hier oben ist der Bauch, hier unten ist der Rücken. Ja, also wir haben hier sozusagen die Beine auseinander gemacht. Dann haben wir hier oben den Bauch, hier unten den Rücken, den Hintern auch. Und hier, wo der Bauch dann eben, also der Unterleib, der untere Bauch übergeht zur Vulva, da ist der Venushügel. Das ist so ein knorpelähnliches Ding, worauf eine Art, das klingt jetzt komisch, Fettwulst ist. Fettwulst klingt komisch, aber es ist wie so ein kleines Kissen. Und es ist total praktisch, denn dieses kleine Kissen aus Fett, das sorgt dafür, dass man beim Sex zum Beispiel, wenn man irgendwie so korpuliert und dagegen stößt, dann ist es nicht so unangenehm, als wenn man die ganze Zeit gegen diesen Knorpel stoßen würde, sondern das wird dann so abgefedert von diesem Kissen. Genau. Das ist der Venushügel. Und der Venushügel, der ist generell bei Frauen, bei Mädels ab der Pubertät irgendwann und dann eben bei erwachsenen Frauen ist der behaart, also da wachsen die Schamhaare und die wachsen eben auch hier auf den äußeren Schamlippen und dann bei vielen Frauen auch so ein Stückchen an der Innenseite der Oberschenkel. Und viele Frauen rasieren das und viele auch nicht. Könnt ihr selbst entscheiden. Dürft ihr selbst entscheiden. Genau. Finde ich. Also, äußere Schamlippen, innere Schamlippen. Manche sagen da immer noch zu große Schamlippen und kleine Schamlippen. Aber das ist Quatsch, denn die großen können kleiner sein als die kleinen und die kleinen größer als die großen. Deshalb sagen wir äußere Schamlippen und innere Schamlippen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, muss ich mich dafür schämen oder warum heißen die so? Nee, Quatsch. Manche nennen die Venuslippen, also mittlerweile werden die häufiger Venuslippen genannt als Schamlippen. Nur Schamlippen kennen immer noch mehr Menschen, deshalb sage ich mal Schamlippen. Also, Scham steht auch einfach für das zu Verhüllende. Ja, also etwas, was schützenswert ist und verhüllt werden sollte. Also vom Wort Ursprung her. Deshalb ist das überhaupt nichts, wofür man sich schämen muss. Das ist was Cooles. Ja, auf jeden Fall. Äußere Schamlippen, innere Schamlippen. Die inneren Schamlippen, die können sehr unterschiedlich aussehen. Die sind häufig sehen die nicht genau gleich aus, sondern die eine ist vielleicht ein bisschen länger und die andere ein bisschen kürzer oder die sind so ein bisschen so schmetterlingsartig, dass sie so wie so kleine Flügelchen haben, die hervorschauen. Bei manchen sind die kleinen Schamlippen so klein, also die inneren Schamlippen so klein, dass man die kaum sieht, dass die zwischen den äußeren Schamlippen fast verschwinden. Bei manchen sind die relativ lang oder groß und schauen eben hervor. Und die inneren Schamlippen, die können verschiedenste Farben haben. Jetzt nicht grün oder so,
aber von rosa Hautfarben bis hin zu einem kräftigeren Rot über Braun und so weiter können die ganz unterschiedlich gefärbt sein. Und manche sind ganz glatt und manche sind eher schrumpelig und ja. Innere Schamlippen sehen ziemlich unterschiedlich aus. Und da, wo die inneren Schamlippen oben zusammenlaufen, da gibt es so eine kleine Hautkapuze. Und unter dieser kleinen Hautkapuze, da ist die Spitze des Kitzlers, der Klitoris. Und das ist ein Punkt, wo sehr viele Mädels und Frauen sehr viel Lust empfinden können. Da enden ganz, ganz viele Nerven an diesem Punkt, am Kitzler. Und also das ist das, was ihr von außen sehen könnt vom Kitzler. Und das, was, der ist übrigens nicht so knatscherot wie hier, das ist jetzt nur, damit ihr das besser sehen könnt, sondern der ist eigentlich eher so etwa die Farbe der inneren Schamlippen und der Hautkapuze. Etwa. So, in ruhigem Zustand ist der unter seiner Kapuze verborgen und macht nicht groß was. Und das, was ihr von außen seht, ist nur ein kleiner Teil vom Kitzler, von der Klitoris. Denn der hat so zwei Ärmchen, die innerhalb, also innen drin, hier runtergehen und eben auch anschwellen bei sexueller Erregung. Und das, was man eben von außen nur sehen kann, ist dieses kleine Stück vom Kitzler. Und wenn das jetzt eben mit Hautkapuze noch drüber gestreichelt wird, gerieben wird, dann schwillt der an und wird ein bisschen größer und kommt unter seiner Kapuze hervor. Und das ist eben der Moment, wo viele Mädels und Frauen ganz schöne Gefühle bekommen. Wichtig ist, dass viele vor allem so zu Beginn, wenn der gestreichelt wird, das mögen, wenn es vorsichtig gestreichelt wird und nicht direkt so rock, 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 rock drüber, weil das ist eher was unangenehm sein kann. Generell gilt am besten mit der Person, deren Kitzler man hier vor sich hat, sprechen, wie sie es mag. Denn nur weil die allermeisten sagen, boah, direkt am Anfang, rack, 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 mag ich nicht, gibt es ja durchaus welche, die das durchaus dann trotzdem mögen. Deshalb gerne miteinander sprechen. Und wenn ihr das jetzt nicht so mögt, miteinander sprechen, dann könnten wir darüber nachdenken, warum. Aber wenn ihr das nicht so mögt, dann gerne lieber vorsichtig und liebevoll anfangen. Denn das ist das, was so ein Kitzler, der unglaublich viele Nervenenden hat, eher verträgt. Häufiger gerne annimmt. Ja? Also vorsichtig mit umgehen. Genau, Kitzler. Ich habe eben gesagt, der schwillt an. Bei manchen schwillt der nur so ein ganz kleines bisschen an und bei manchen wird er richtig dick und steht dann so ein bisschen hervor oder auch ein Stück weit hervor. Das ist total unterschiedlich, wie viel Kitzler sozusagen rausragt. Ja, was ist noch wichtig? Ihr denkt euch die ganze Zeit, was ist das hier hinten dran? Kommt jetzt. Also, ich frage in Schulklassen ganz oft, wie viele Löcher gibt es denn da unten? Dann ruft irgendwer 1 und dann ruft irgendwer 2 und insgesamt kommen wir dann auf 3 und dann ist es auch gut, denn insgesamt gibt es 3 Löcher da unten. Da unten. Also, es gibt hier, das ist hier gelb eingestickt. Das ist das erste Loch vom Kitzler runtergehend. Erstes Loch, Harnröhrenausgang. Da kommt das Urin raus, da wird rausgepinkelt. Das ist so dünn, so klein, dieser Eingang und diese Röhre, da stecken die allermeisten Menschen lieber nichts rein. Ja. Dann kommt das nächste Loch, das ist der Scheideneingang. Da sage ich gleich was zu. Und dann kommt noch ein Loch, das ist hier braun gestickt, das ist das Po-Loch. Der Anus, der After. Also das Loch, wo die Kacke rauskommt. Da stecken manche Leute gerne auch was rein. So, der Scheideneingang. Da kommen verschiedenste Sachen rein und raus. Und der Scheideneingang ist eben das, was dann hier hoch führt zu den inneren
weiblichen Geschlechtsorgan. Und das hier, die Scheide, der Muskelschlauch, das ist das, was ihr hier seht. Ja, also der ist einfach hier hinten dran gebastelt. So, der Scheideneingang. Was müssen wir darüber wissen? Also, was kommt da rein, was kommt da raus? Also, da kommt ein Baby raus, wenn ich schwanger war und ein Baby bekomme. Das Kind gebäre. Dann kommt es da raus, wenn ich eine vaginale Geburt habe. So, was kommt da noch raus? Da kommt Blut raus, wenn ich meine Periode habe. Da kommt Weißfluss raus. Das ist so ein weißliches, gelbliches, schmierig, cremiges Zeug, was, bevor ich zum allerersten Mal meine Periode bekomme, aus der Scheide herauskommt. So, spätestens ein halbes Jahr vor der ersten Periode setzt das ein. Kommt regelmäßig. Also so ein Pubertätsding. Ausfluss, also das, was die allermeisten Frauen während ihres Zyklus haben. An bestimmten Stellen ihres Zykluses mal mehr, mal weniger Ausfluss. Das kommt da raus, das ist auch normal. Außer wenn es stinkt, dann ist es nicht normal. Oder schäumt, ist auch nicht normal. Ja? Okay, ich schweife ab. Was kommt da noch raus? Blut hatte ich schon. Naja, was kommt da rein? Also, je nachdem, welches Verhütungsmittel ich nehme, kommt es da rein. Da kommen Tampons oder Menstruationsbecher rein. Da kommen manchmal Finger rein, Dildos, diverses Sexspielzeug, Penisse, Zungen. Was kommt da noch? Naja, da können verschiedene Dinge reinkommen. Generell solltet ihr keine gefährlichen Gegenstände da reinstecken. Das ist wichtig, denn da besteht ein Verletzungsrisiko. Ja, also darauf bitte verzichten. Ja, das ist das, was wir von außen sehen können. Ach so, jetzt fragt ihr euch vielleicht, wo ist denn das Jungfernhäutchen? Jungfernhäutchen. Eigenes Kapitel. Werde ich auch noch ein eigenes Video zu machen. Aber generell sagt man das Jungfernhäutchen, also die weibliche vaginale Corona. So wird das nämlich. Corona, ja genau. Nee, also Corona ist einfach ein Wort auch für Kranz. Und der vaginale Kranz, das ist eben eine Schleimhautfältelung, die am Eingang der Scheide liegt. Ansonsten erzähle ich euch über das Jungfernhäutchen und was es damit eigentlich auf sich hat und ob es was damit auf sich hat. Darüber erzähle ich euch etwas in einem anderen Video. Ja, genau. Aber das Jungfernhäutchen, das liegt am Eingang der Scheide, so grob im ersten Zentimeter bis den ersten 2 Zentimeter des Scheideneingangs liegt diese Hautfältelung. Genau.